Griechenland würde man nicht gerade unbedingt mit Schnee in Verbindung bringen. Wenn ich von unseren Abenteuern hier erzähle, sind die Leute oft ganz erstaunt, dass man hier Skifahren kann. Man denkt halt in erster Linie eher an das schöne, klare Meer und die milden Temperaturen. Chione ist die Göttin des Schnees. Chione ist die Tochter von Vorias, dem Gott der Nordwinde, und der Göttin der Bergwinde. Chione ist das Wort für Schnee auf Griechisch. Und auf der Suche nach Chione sind wir in die Gebiete von Syria, Galavrita und Parnas gefahren. Griechenland hat auch über 60 2000er und einige Skigebiete, die in der Gegend von diesen Bergen liegen. Und einige davon wollen wir noch besuchen gehen. Ich hatte schon länger die Idee, einen Skifilm zu drehen. Wichtig war mir dabei, unsere Sicht zu zeigen, wie es wirklich ist, in den Bergen unterwegs zu sein, quasi als Nicht-Profisportlerin, weil wir haben ja auch kein Filmteam hinter uns, kein teures Equipment und wir machen wirklich alles selber. Dafür haben wir aber ein, würde ich mal sagen, eher exotisches Skitourenland als Filmkulisse gewählt, weil es schon faszinierend hier oft startet man bei milden Temperaturen auf Meereshöhe, fährt durch einsame Bergdörfer vorbei an Orangenbäumen und plötzlich steht man dann vor einem schneebedeckten Berg. Das ist für mich schon sehr faszinierend. Speziell an Griechenland ist nicht nur die Nähe zum Meer und den Bergen, sondern auch, dass fast an jedem Ort, wo man vorbeikommt, eigentlich eine Geschichte dahinter steckt. So wie hier beim Berg Syria, wo Hermes in einer Höhle geboren sein soll. Wir starten auf dem Syria, das ist auf dem Peloponnes, der zweithöchste Berg. Und wir haben vorhin noch ein paar Freunde oder alte Bekannte von mir getroffen, von einem vorherigen Leben, das ich hier in Griechenland hatte. Ganz zufällig sind die da und die wollen dann später auch noch hochkommen. Vielleicht treffen wir die noch. This is Greece. Auf dem Berg Syria, auch Kyllini genannt, wurde Hermes, der jüngste Sohn des Zeus und seiner geliebten Maia, in einer Höhle geboren. Er galt schon von klein auf als Schlitzohr. Als Götterbote verkündete er die Nachrichten und Beschlüsse der Götter, war aber auch ein gerissener Betrüger, der seine Bedürfnisse oft über die Interessen der Götter stellte. Unser erster Gipfel, Syria.
Für mich war es schon immer ein Traum, einen Winter lang in Griechenland zu verbringen. Obwohl ich hier Skifahren gelernt habe, war es immer schwieriger, mehrere Tage hintereinander in den Bergen zu bleiben. Jetzt mit dem Van sind wir viel flexibler und können, je nachdem wie Schnee fällt, den Van packen und auch mal abgelegenere Orte besuchen. So wie zum Beispiel Calavrita, wo ich meine ersten Versuche beim Skifahren gemacht habe. Und auch kann ich das Skigebiet mal Melinda zeigen, weil ich ihr schon sehr viel davon erzählt habe. Δρόμος κλειστός. Die Straße ist gesperrt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo hier einen Platz suchen zum Übernachten und dann morgen weiter nach oben fahren. Guten Morgen. Ich glaube, es war eine der schlimmsten Nächte auf der ganzen Reise. Es hat gewindet und gestürmt. Oh. Wir wurden wie auf dem Schiff durchgeschüttelt. Varvara ist jetzt dabei, die Ketten anzulegen. Ja, sie macht das prima und schnell. Ein Klick und... In Griechenland gibt es ja keine detaillierten Schnee- und Lawinenberichte. Da müssen wir uns also selber zu helfen wissen. Und gerade in Calavrita, so einem kleinen Skigebiet, hat es natürlich für Aufsehen gesorgt und eine Gruppe Freerider um uns geschart, als wir da den Rutschblock-Test gemacht haben, also was wir geguckt haben, wie die Schneedecke aufgebaut ist, weil die hat es natürlich auch Wunder genommen, wie das ist mit der Sicherheit. Wir sind in Griechenland eher sorgfältig unterwegs, weil wir uns den Gefahren bewusst sind. Lawinen sind in Griechenland eher selten, weil die Lufttemperatur halt viel milder ist und auch die Luft viel feuchter, dank der Nähe zum Meer. Das heißt aber nicht, dass Lawinen gar nicht existieren in Griechenland. Deswegen muss man halt sorgfältig unterwegs sein und wissen, was man tut, wenn man abseits der Piste unterwegs ist.
So. Für unser nächstes Ziel haben wir uns das Parnassgebirge ausgesucht und haben die Fähre auf das Festland genommen, weil die ist wesentlich günstiger als die Brücke. Und wir waren mal wieder erstaunt, wie alleine wir da unterwegs waren, wenn man doch bedenkt, wie voll es im Sommer oft ist. Und auch ganz ohne Menschenmassen konnten wir den Heimatort von Hermes Halbbruder Apollon erkunden. Das ist nämlich Delphi, das auf dem Weg ins Parnassgebirge liegt. Delphi liegt am Fuße des Parnassgebirges. Dem Mythos zufolge ließ Zeus 2 Adler von jedem Ende der Welt fliegen, die sich dann in Delphi trafen, und seither gilt dieser Ort als Mittelpunkt der Erde. In der Antike galt Delphi als das wichtigste Orakel Griechenlands, da hier die Hohepriesterin Pythia den göttlichen Rat des Apollon den Sterblichen verkündete. Pythia sprach in Rätseln, weshalb die Prophezeiungen für die Ratsuchenden meist unklar waren und oft falsch gedeutet wurden. Wir fahren Skigebiet hoch. Ja, die Orientierung und das Kartenmaterial ist auch ein Rätsel wie von Pythia teilweise hier in Griechenland. Es gibt zwar Karten von einem Verlag, der heißt Anavasi, aber die Detaillierung der Karten erlaubt keine sichere Tourenplanung. Und so muss man unterwegs halt ad hoc viele Entscheidungen treffen und oft verschieben sich die Gipfel auch einmal nach hinten, weil man sie eben auf der Karte nicht genau ablesen konnte. Also der höchste ist hier gerade unten. Ja. Mit Tau, da wär's geil. Das Parnassgebirge hat mich persönlich schon überrascht, weil es hat so einen alpinen Charakter
Und da habe ich mich dann schon gefragt, kann ich mir vertrauen und meiner Erfahrung? Weil wenn man da im Gelände unterwegs ist und etwas passiert, wird man hier in Griechenland halt nicht einfach so von der Bergrettung abgeholt. Da muss man schon wissen, was man tut und auch ja, ein bisschen seine eigenen Grenzen halt kennen. Abgesehen von den Naturängsten, die man vielleicht hat, haben wir uns aber in Griechenland immer enorm sicher gefühlt. Also es ist ganz einfach, hier unterwegs zu sein, vor allem mit dem Camper. Man kann eigentlich fast überall stehen oder wird zumindest geduldet und das ist natürlich für eine Skitour ausgezeichnet. Es macht es viel einfacher, dann zu starten. Nach den Gebieten in Südgriechenland wollen wir jetzt in den Norden fahren. Wir hoffen natürlich auf Schnee und appellieren an Chioni, dass sie uns mal wieder besucht. I love Greece! Kare malat.